Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute zeige ich euch wieder einmal ein sehr gesundes Brot. Und zwar geht es hier um ein völlig glutenfreies, gesundes Saatenbrot, welches einige Ähnlichkeiten mit dem basenüberschüssigen Brot hat, welches ich zuvor einmal gedreht hatte. Allerdings ist dieses Saatenbrot jetzt vollkommen glutenfrei, während das basenüberschüssige Brot eben noch nur glutenarm war. Ein weiterer Vorteil gegenüber dem basenüberschüssigen Brot, welches wegen seiner Glutenarmut am 2., 3., 4. Tag eben anfing, etwas bröselig zu werden und nicht mehr so gut zusammenzuhalten, besteht eben in diesem Brot darin, dass dieses Brot eben sehr gut zusammenhält, trotz seiner Glutenfreiheit. Und das Geheimnis des tollen Zusammenhalts und der Festigkeit dieses Brotes liegt eben in den Flohsamenschalen, die wir zu diesem Brot hinzufügen werden, inshallah. Wir fangen jetzt damit an, indem wir zuallererst mal gekeimte und wieder getrocknete Buchweizenkörner hier zermahlen werden. Wie ihr schon von meinen anderen Videos wisst, weiche ich ja grundsätzlich immer alle Getreidekörner, Samen, Hülsenfrüchte und Nüsse ein und lasse sie hinterher wieder trocknen, damit sie ihre schädliche Phytinsäure verlieren. Und wenn ich sie dann auch noch keimen lasse, vermehren sie ihre Inhaltsstoffe um ein Vielfaches. Und das haben wir jetzt hier auch mit dem Buchweizen getan. Der hat jetzt seine Nährstoffe um ein Vielfaches vermehrt. Und nachdem wir die Keime wieder getrocknet hatten, konnten wir diese jetzt zum Mehl vermahlen. Und dieses Mehl bildet jetzt praktisch die Grundlage für dieses Brot. Wir haben hier 125 Gramm von dem Mehl. Dann geben wir jetzt 50 Gramm gemahlene Chiasamen hinzu. Hinzu werden ebenfalls 100 Gramm gemahlene Leinsamen hinzugeben. Das ist auch wichtig, denn die ganzen Leinsamen kann der Körper nicht verdauen, deswegen sollten die immer aufgebrochen werden durch das Mahlen. Dann kommen 50 Gramm eingeweicht und getrocknete Sesamsamen hinzu, ebenso mit den Sonnenblumenkernen 50 Gramm, die auch eingeweicht und getrocknet wurden. Genau das gleiche mit den Kürbiskernen, das sind auch 50 Gramm. Und dann geben wir 2 Teelöffel Schwarzkümmel hinzu und 2 Teelöffel Avocadokernpulver. Beides sind ja auch sehr gesunde Zutaten. Ja, dann geben wir noch folgende Gewürze hinzu: Natursalz, Koriander, Kurkuma und Pfeffer. Und ja, Kurkuma und Pfeffer gebe ich einfach nur deshalb hinzu, weil der Kurkuma so gesund ist. Dann geben wir jetzt noch 3 Esslöffel Traubenkernmehl hinzu, das eben auch sehr gesund ist. Das beinhaltet das OPC, welches der Körper so dringend braucht. Dann geben wir jetzt 100 Gramm Flohsamenschalen hinzu und die sind ebenso wichtig für dieses Brot, weil die dafür sorgen, dass das Brot hinterher richtig gut zusammenhält. Deswegen können wir nämlich auf das Gluten verzichten hier und dadurch ein sehr viel gesünderes Brot bekommen. Jetzt haben wir noch etwas Kokosöl und naturbelassenes Rapskernöl hinzugegeben. Ja, und das war es dann schon an Zutaten. Jetzt werden wir nach und nach insgesamt etwa 900 Milliliter Wasser zugeben. Dabei haben wir dann auch schnell gemerkt, dass diese Schüssel viel zu klein ist für diese Menge an Brotteig, die jetzt durch das Wasser, welches wir immer wieder hinzugegeben haben, sehr schnell aufgequollen ist, wegen den Chiasamen und den Leinsamen und den Flohsamenschalen, die daran enthalten sind. Die quellen eben das Ganze ziemlich schnell auf und deswegen haben wir dann auch die Schüssel gewechselt und hier können wir alles nochmal richtig gründlich durchmischen. Ja, und insgesamt haben wir, wie gesagt, 900 Milliliter Wasser zu dieser Menge an Zutaten hinzugefügt. Ja, und wie ihr am Anfang gesehen habt, haben wir lauter gesunde Zutaten in diesen Brotteig gegeben. Wir mussten noch nicht mal Hefe, Natron oder Backpulver hinzufügen. Nichts dergleichen ist bei diesem Brotteig notwendig, denn die Flohsamenschalen, die sind eben das Geheimnis in diesem Brot. Die sorgen für die Festigkeit und den Zusammenhalt dieses gesunden Brotes. Ja, und jetzt geben wir den ganzen Teig in eine Springform, wie wir hier sehen, aber noch besser wäre es, den Teig in eine richtige Brotbackform zu geben. Dann könnte man nämlich hinterher auch einen richtigen Brotleib daraus gewinnen und diesen dann auch dementsprechend mit schönen, dicken Brotscheiben anschneiden. Aber inshallah, wir haben das eben jetzt mit dieser Springform getan und dann werden wir das Brot eben in dünnere Scheiben später schneiden. Aber so geht das auch. Ja, und wichtig ist, dass wir jetzt diesen Brotteig mindestens 2 Stunden lang gehen lassen, also ruhen lassen, bevor wir ihn dann in den vorgeheizten Ofen geben.
Das hatten wir hier auch getan und ihn dann in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad eine halbe Stunde gebacken. Und nach einer halben Stunde haben wir das Brot wieder rausgeholt und es erstmal von dem Rand der Springform gelöst und dann auch von dem Boden der Springform. Das ist einfach besser, damit die Hitze des Ofens wirklich an alle Seiten des Brotes gelangen kann und das Brot auf diese Weise besser zu Ende backen kann. Und dann haben wir es nach einer halben Stunde noch einmal wieder herausgeholt und auf die andere Seite, also umgedreht und es von unten nochmal gebacken. Ja, und nach 1,5 Stunden war das Brot dann fertig. Das ist jetzt hier die Seite von unten. Wir sehen, wie das Brot hochgegangen ist, aber das ist jetzt nur die Luft durch die Hitze. Es hat sich halt ein bisschen aufgebläht, aber später ist es wieder in sich zusammengesackt. Das ist eben bei dem Brot, was jetzt ohne Hefe gebacken wird, ist das eben so, aber das ist ja nicht schlimm. Wichtig ist, dass man dieses Brot dann erstmal 2 Stunden stehen lässt, bevor man es dann letztendlich auch anschneidet. So sieht das jetzt von unten, also von der anderen Seite, von oben aus, wo wir es schön mit den Körnern noch bestreut hatten. Ja, so sieht das fertig gebackene Brot dann aus. Und wie gesagt, nach etwa 2 Stunden haben wir es dann angeschnitten und das Resultat sah dann folgendermaßen aus. Wir haben ein wirklich wunderschönes Brot hier, das richtig toll zusammenhält und auch nach mehreren Tagen noch genauso zusammenhält. Also wie ein echtes Brot, Mashallah, nur eben ohne Gluten und ohne Hefe und dazu unglaublich gesund, Mashallah, weil lauter gesunde Zutaten in diesem Brot versteckt sind, Mashallah. Ja, deshalb kann ich euch nur empfehlen, dieses Brot auch genauso nachzubacken. Hiermit habt ihr jetzt eine wirklich tolle Alternative zu herkömmlichem Brot, weil dieses Brot eben wirklich vollkommen glutenfrei ist, denn dieser Gluten, wissen wir ja jetzt inzwischen, ist wirklich schädlich für unseren Organismus. Ja, und eben zusätzlich so aus lauter gesunden Vollkorn und gekeimten Zutaten besteht, Mashallah. Mit den Flohsamenschalen konnten wir eben das Problem des basenüberschüssigen Brotes jetzt lösen, welches sehr leicht nach ein paar Tagen dann bröselig wurde, wegen seiner Glutenarmut. Ja, und das Gute ist eben jetzt, dass dieses Brot wirklich toll zusammenhält und auch viele Tage frisch bleibt. Ja, und man kann es eben auch einfrieren. Man könnte es theoretisch in Scheiben schneiden und dann diese Scheiben einfrieren. Und dann kann man sich jedes Mal so viel von den Scheiben rausholen, wie man eben benötigt, sie kurz in den Toaster stecken und dann verzehren. Das ist eben auch das Praktische an diesem Brot. Ja, dann wünsche ich gute Gesundheit und viel Erfolg beim Nachpacken dieses Brotes. Liebste Grüße. Salam alaikum, eure Mariam.